Ja, hallo und herzlich willkommen bei Lockpicking Nord. Heute habe ich für euch einen Abus C83 Profilzylinder, einen Eurozylinder. In der langen, kurzen Ausführung, also es ist ein Halbzylinder, aber sehr lang. So sieht der Schlüssel aus, ist relativ gut geschnitten, würde ich sagen. Hat ein paar High und ein paar Low Cuts, also ein paar hohe und ein paar tiefe. Läuft wunderbar, ist noch original bepinnt. Wir haben da zwar schon reingeguckt, weil wir da 3 Stück von hatten von denen. Die meisten sind aber zu Challenge Loks ummodifiziert worden. Oder wurden geschlachtet so ungefähr. Ja, ich benutze dafür eine Prybar und spanne unten, also ein Flachspanner. Der ist bei mir hier 1 mm stark, nur das kurze Ende. Und einmal den Multipick Hook, den PR06, den Standardhaken. Wollen wir mal sehen, ob ich es aufbekomme. Einmal nach hinten rein. Ich mache mal ein bisschen dichter ran hier, damit ihr vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. So, wollen wir mal gucken. 5 hat gebunden. Leichtes Knirschen, wahrscheinlich ist das serrated. Vier bindet, hab leichte Kerndrehung. 3 bindet auch. Bin jetzt auf 2, ein Klick. 4 nochmal. 3, leichte Drehung, aber nicht viel, eher wieder eine Gegendrehung. 1 ist springy oder federnd. Mal zurück, irgendwas hängt da fest. 3, jetzt auf 2. 1 sitzt schon. Und offen ist es. Das war ja gar nicht so schwer. Also ich vermute, da sind so gut wie nur Spulen oder T-Pin-Spulen drin. Und zumindest ein serrated oder irgendwas mit scharfer Kante. Weil das ziemlich geknirscht hat beim Setzen des ersten Pins, das war ja der 5. Und die anderen waren eigentlich relativ gleich. Also Standardpins waren es nicht, das waren also bei den Drehungen und Gegendrehungen, die ich gespürt habe im Kern, bestimmt irgendwelche Spulen. Ich werde es einfach mal zerlegen. Mach mal die Zange, die nicht aufgebaut ist. Ah, jetzt kommt er. Jetzt. Jetzt hat er verloren. Oh, da fällt gleich alles auseinander. Naja, es ist wie es ist. Unverhofft kommt oft. So, den Kram hier hin. So. Na, gut. Die blöde Nase weg. Wollen wir mal sehen, wo haben wir denn hier? Aussparung. Haben wir jede Menge, sehe ich gerade. Einmal Follower. Na. Ganz schön stramm der Bursche. So. Gut, da ist er. Wahnsinnig langer Kern, aber das war ja zu erwarten bei der Länge. So, wollen wir mal sehen. 1. Oh, hauer. Da sind ja, mein Gott, lauter Fliegerbomben drin. Die Pinzette, die wir nehmen. Ne, das ist hier ein ganz eben geschnittener T-Pin. Da ist nicht viel T-Pin dran. Noch einer. Und noch eine Fliegerbombe, wie ich die immer so schön nenne. Kern ganz normal, Standard, nichts dran verändert worden.
Die normal mal alle ausrichten. So. Obwohl der war so rum. Soweit so gut. Kommen wir jetzt zu den Gehäusepins. Mal sehen, was uns da erwartet. T-Pin-Spule. Feines Ding. Das ist eine T-Pin-Spule. Ebenso. Und noch eine T-Pin-Spule, die war aber andersrum drin. Und noch eine T-Pin-Spule. Und da klemmt jetzt irgendwie mein Follower hinten. Und das ist ein Serrated, aber ein wunderhübscher Serrated. Wenn wir die Feder nochmal rausholen, wenn Sie denn wollen. Das ist lauter Kupfer, was uns hier entgegenkommt. Alles Standard, war ja zu erwarten. Na, so, wollte nicht mehr rauf. So sieht das Ganze aus. Finde ich eigentlich ziemlich beeindruckend. Dafür, dass es jetzt doch im Endeffekt nicht so schwer zu picken war. Aber man muss auch mal Glück haben. Aber Wahnsinn, was sie da reingebaut haben. Nochmal die Schlüssel dazu. Ja, so sieht er aus. Ja, das war's. Muss ich das wieder zusammenfriemeln irgendwie. Werde ich wahrscheinlich nicht so viel Spaß haben, aber ich hoffe, euch hat es gefallen soweit. Ja, das C83.